1980. Mollig warm. Nicht für die ganze Familie, sondern nur für mich. Meine sehr verehrten Zuschauer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Antique en Vogue. Wir sind heute wieder im wunderschönen Leipzig gelandet und suchen auch hier wieder in einer Welt aus Smartphones, Streamingdiensten und Bluetooth-fähigen Zahnbürsten nach den historischen Kunstwerken der Antike. Heute geht es allerdings nicht um eine Kupferschale oder irgendeinen goldenen Löffel. Nein, heute geht es um eine Persönlichkeit. Und diese Persönlichkeit heißt Dike. Nach einem Schicksalsschlag Ende letzten Jahres zog es sie schließlich nach Leipzig, wo sie nun in einer Zweier-WG wohnt und versucht, ihr Leben wieder auf die Reihe zu bekommen. Wir haben sie einen Schritt ihres Weges begleitet und mussten erneut feststellen, dass die Menschlichkeit an sich immer noch zeitlos ist. Ich habe versucht, mir das Leben zu nehmen. Ja, also. Sorry, ich verstehe es wirklich nicht. Ich meine, sie ist sowas wie allmächtig, ne? Aber Ordnung ist es nicht so ihr Ding. Hey, ich hab dich schon mal reingelassen, ne? Oh, schön, dass du da bist. Also, Unsterblichkeit ist ein Konzept, das ist schwach und irgendwie leer. Ich glaube, das fördert auch Faulheit und gibt einfach absolut keine Zukunftsperspektive. Ich kann es ja gar nicht verstehen. Ich meine, was bringt mir jetzt ewige Schönheit, wenn dann die Spülmaschine nicht ausgeräumt ist, zum Beispiel? Ja, manche Dinge müssen einfach aufgeräumt sein, damit sie funktionieren. Da ist halt dann mal kein Platz für Träumereien. Ja, und da kann ich dann schon verstehen, dass man dann Depressionen bekommt, weil man immer so faul auf der Haut liegt. Ja, ich wollte halt einfach nur irgendwie neu anfangen. Also ein neues Leben, also ein anderes Leben. Ja. Schön. Dike, was ist denn das? Nach was sieht's aus? Trinkst du da Kaffee? Ja? Hey, möchtest du noch mehr Superkräfte vielleicht? Ja, du musst nichts trinken, du musst überhaupt nichts trinken und schon gar keinen Kaffee und auch nichts essen, Mann, was soll das? Du verschwendest Kaffee! Soll ich ihn wegschütten? Ja. Ja.
Okay. Guck doch einfach mal raus. Warum? Guck doch raus. Das sind halt alles so Beispiele. Das zum Beispiel mit der Unterhose. Das habe ich ihr jetzt auch so noch nicht erklärt, dass die gehört halt meinem Freund. Ja, nee, also wir sind halt noch super frisch so, also es ist noch voll neu und deshalb, also er weiß halt auch noch gar nicht so, wer ich bin. Was würdest du sagen, ist die beste Eigenschaft von Nick? Ihre Sensibilität, gemischt mit der natürlichen Grobheit, die sie hat. Also sie ist nicht unfreundlich, sondern sie weiß halt in gewissen Momenten die nötige Strenge zu zeigen und für sich selber stramm zu stehen. Sie wirkt sehr wie eine alte Seele. Sie weiß, dass es beide Seiten braucht. Und das finde ich toll. Das finde ich interessant. Grobheit, aber unglaublich sensibel. Ja, hi, ich bin's. Ich brauche Kohle. Ich brauche Kohle. Zeug? Mann, Papa, ey. Hä? Nein, keine Ahnung, was mit denen ist. Ich mache eine Diät. Ey, ganz ehrlich, Mann, ich brauche da eine Trainerin für und die muss Trainingspläne machen. Das sind einfach sau viele Sachen, die Geld kosten, okay? Und außerdem treffe ich mich morgen mit ihr und deshalb wäre die Kohle heute irgendwie noch perfekt. Ja? Hä? Irene hat auch von dir Kohle bekommen und die hat's einfach verschlammt, die Schlampe. Was denn mit der eigentlich? Du redest so nicht mit deiner Tochter, Mann. Ey, ja, komm, du mich auch. Ganz ehrlich, ich hoffe, der Olymp setzt sich irgendwann mal auf dich drauf. Ey, könnt ihr nicht einmal, ey? Everywhere I go, the people really wanna know who I is and who I be. They stop and stare when they see me. If it's said it once, no need to repeat. Run up on me, watch you fall to your knees. Tip my hat when it's time for the kill. Ain't no beast when you really real. I am the boss, I am the dawn. I am the one they call Lucky Charm. Got my own shit, I don't need your farm. Life was so hard, it made me weak. Built to last, this girl ain't weak. Sturdy and still when I plant my feet. Got it out the melon, now it's right to my sleep. Look to God, he supplies my needs. Endless faith is what brought me next level prosperity. Silent power moves is what I'm giving. They love to hate the world, they can't live in. Always present for the high roads. Go swim within the deep lows. Low. What told the future? Who knows? I don't do it for the likes. Naja, auf jeden Fall, seit ein paar Tagen kennen wir uns erst, ja. Hässlich. Was soll denn das schon? Hallo, geht's noch? Halt deinen Mund. Du sollst den Mund halten. Hör doch, hörst du jetzt? Hallo? Das hast du mir gestern... Okay. Würdest du jetzt bitte Ja, auf... ist ja gut. Bleib doch einfach... Du sagst nichts, ich höre dich. Sie kam einfach auf mich zu, ich saß hier, hab mich gebündelt und...
Naja, sie kam auf jeden Fall einfach auf mich zu. Ich saß, sie hat versucht, mich zu bündeln. Ja. Kannst du... Und dann stand sie plötzlich über mir in ihrer dreckigen Toga. Die ist dreckig, die ist immer noch dreckig. Du hast da einen Riesenfleck. Ich bin dreckig? Kannst du mal ein bisschen leise? Hallo? Sag mal, liebst du mich nicht? Ganz toll. Du machst es ganz toll. Du hast gar nichts, hast du gemacht. Sie ist mein Krebszwirn. Ich bin ein Krebszwirn. Ich bin ein Krebszwirn. Nicht so fest. Please respect her rule. Smile in my face, would in my place, but act gully on cyberspace. Let's pump brakes, let's be frank. Running after him when you're the chase. You are the catch and he's the net. How quickly do we all forget to honor these small policies, my darling? You are the empress queen. Man, respect or he'll neglect. You are the wind beneath his wings. You are the season, you are the reason why this world can breathe. Giving sons eyes to see and daughters. Was mit deiner Mitbewohnerin? Hure! Und wie geht's deinem Freund? Hast du einen neuen Job? Nee, ich warte, bis die Kinder mich so richtig ins Herz geschlossen haben und werde erst dann abhauen. Hi. Hi. Du, können wir kurz reden? Ja? Cool. Es pisst mich einfach so an, dass ich einfach schon wieder an so einem Punkt bin, an dem ich halt einfach schon so oft war. Das nervt halt irgendwann, wenn du den immer und immer wieder hast. Und das wird ja nicht besser, weißt du, das wird ja immer schlimmer und ich falle immer wieder drauf rein. Es ist immer wieder, man geht ja nicht mal aufeinander zu in solchen Situationen. Man kapselt sich ja immer mehr ab. Und zwar jeder. Ja, und das von außen mitzubekommen, das ist schon scheiße. Aber dann da irgendwie so tief mit drin zu stecken, dass man sich umbringen will. Jahrtausende.
Ich glaube, das eigentliche Problem ist, dass viele Angst vor dem haben, was sie nicht kennen. Und im Speziellen halt vor Unsterblichkeit. Ich meine, Unsterblichkeit ist ja im Prinzip etwas, wonach sich der Mensch sehnt. Und naja, wenn dann plötzlich in deiner Nachbarschaft jemand das hat, dann verstehe ich schon, dass man dann plötzlich blöd guckt. Aber ich finde, die Menschen müssen jetzt halt einfach umdenken. Wollen wir da drüben die Kinder verkloppen? Ich bin da gerade 16 geworden und wir waren im Urlaub und mein Vater hatte wieder irgendwie, also er hat was getrunken und dann hat er einfach schon wieder angefangen vom Kampf der Giganten zu erzählen. Und ganz ehrlich, da schalte ich halt einfach ab. Also, sorry, klar, es ist ein historisches Ereignis, ja, verstehe ich, aber sich immer noch daran aufzugeilen, als ob er, okay, er ist irgendwie ein Gott, aber als ob er der fucking Gott, okay, es ist irgendwie auch, aber nee, was mir da klar geworden ist einfach, dass er Götter so viel höher positioniert als Menschen, also als alles eigentlich. Und das stimmt einfach nicht, weißt du, das stimmt einfach nicht. Okay, es ist irgendwie ein anderer Maßstab, aber ja, Giganten, Titanen, alles stärker, besser, natürlich. Das verstehe ich schon, wo der daherkommt, aber am Ende geht es doch eigentlich auch nur um Macht und zerschlagene Familien, oder? Ich meine, mein Großvater Kronos hat seine fucking eigenen Kinder verschlungen, weil er Angst hatte, den Thron zu verlieren. Und meinem Vater ist dann nichts Besseres eingefallen, als das zwischen sich und seinen Brüdern aufzuteilen. Herr des Meeres, Herr der Unterwelt, Herr des Himmels. Ey, Mann, ja, es klingt schon irgendwie cool, aber Hades ist halt auch einfach manchmal einfach ein Arschloch. Okay, weißt du, okay. Punkt ist, eine alleinerziehende Mutter mit 2 Jobs und Wohnsitz in Grünau kann dem Gott der Götter definitiv das Wasser reichen. Okay, und Fazit willst du? Ja, keine Ahnung. Also, Leipzig ist mega schön. Aber vielleicht einfach in einen anderen Weg. Everywhere I go, the people really wanna know who I is and who I be. They stop and stare when they see me. If it's said it once, no need to repeat. Run up on me, watch you fall to your knees. Tip my hat when it's time for the kill. Ain't no beast when you're really real. I am the boss, I am the Don. I am the one they call Lucky Charm. Got my own shit, I don't need your farm. Life was so hard, it made me weak. Built to last, this girl ain't weak. Sturdy and still when I plant my feet. Got it out the mud, now it's racks in my sleep. Look to God, he supplies my needs. Endless faith is what brought me. Kaufen Sie den neuen Fußpilz jetzt bei Ihnen um die Ecke. Heute für nur 9 und